Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute ist es endlich soweit. Heute ist der FEC-Server an den Start gegangen. Und wir haben ein neues Update, wir haben ein neues Event am Wochenende, endlich mit einem XP-Event und natürlich die FEC 2024 Server-Events. Zuerst die Patch Notes Version 1.3.9. Fixed Stereo Floating Trees and Rocks in Darken 1. Ja. Fixed an issue where the current title and badge were not selected when opening the achievements window. Und Guest Characters won't receive any drops past Level 30 until they link an account. Ehrlich gesagt frage ich mich, was dann überhaupt der Sinn von Guest Character noch sein soll. Weil ich meine, klar, du kannst immer noch kurz schnell ins Game starten, ohne dir einen Account zu machen und dir zum Beispiel die Steuerung angucken oder so. Aber ehrlich gesagt, naja, kannst du sie effektiv gar nicht mehr wirklich spielen, weil ich meine, ohne Drops, keine Ahnung, 5 Level vielleicht, aber danach macht es wahrscheinlich schon keinen Spaß mehr, wenn du merkst, du droppst keine Items. Ja, aber es ist eine interessante Änderung. Ich vermute mal, da haben Leute irgendwas abused und das wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr funktionieren und das ist grundsätzlich auf jeden Fall gut. Aber trotzdem, wie gesagt, ist ja dann das mit den Guest-Charakteren etwas fragwürdig. Ja, dann XP-Boost-Event, wie gesagt, das ist ein ganz normales 30% XP-Event von Freitag bis Sonntag 23:59 Uhr, statt also heute Nacht, Mai 17, Freitag 17. Mai um 0 Uhr und wie gesagt bis Sonntag 23:59 Uhr 30% mehr XP auf allen Servern und hängt auch von der Server-Time ab, also wenn auf eurem Server 0 Uhr ist, dann ist es 0 Uhr, wenn aber auf eurem Server 0 Uhr 23 Uhr ist, dann ist es halt so. Also müsst ihr natürlich bedenken, ist immer von der Serverzeit abhängig und dann kommen wir auch schon zum FEC 2024 Server-Event. Und ja, wir haben hier verschiedene Events. Das Ganze startet grundsätzlich am 16. Mai und endet am 24. Oktober. Und sie posten nochmal ein separates Announcement bezüglich der genauen Zeit, wann der Server offline geht. Genau, okay. Und dann haben wir auch schon die Server-Specific Options. Wissen wir eh schon, aber wir haben zweimal XP, zweimal Droprate, zweimal Upgrade-Chance. Und beide zu der zweimal Droprate haben sie hier einen interessanten Twist hinzugefügt. Aber erstmal das erste hier ist auch ganz wichtig. Es gibt spezielle Items im Itemshop, wie letztes Jahr, speziell für den FEC-Server. Damit sind eigentlich nur diese, oder hauptsächlich diese FEC-Buffs gemeint. Eventuell besondere Cash-Up-Aktionen auch noch, aber hauptsächlich diese FEC-Potions sind damit gemeint. Und man muss mindestens Level 30 sein, um Items vom Itemshop mit anderen Leuten traden zu können. Das ist tatsächlich etwas, was ich ganz vergessen habe. Das ist nämlich nur auf dem FEC-Server so. Und das ist tatsächlich ziemlich blöd am Anfang, weil das heißt, man kann anderen Leuten halt nichts verkaufen bis Level 30 und halt auch nichts schenken oder traden. Das ist ein bisschen blöd tatsächlich, aber gut, ist jetzt nicht so ultra schlimm. Außerdem, um eben die Inflation zu bändigen sozusagen, weil ja zweifach Droprate auf dem Server ist, kriegt man vom Itemverkauf an NPCs nur die Hälfte des Wertes. Was wiederum bedeutet, alle NPC-Drops und grundsätzlich allen Loot, den man an NPCs verkauft, wird halbiert, wodurch für normale Drops oder für häufige Drops, die man eben standardmäßig den NPC füttert, man tatsächlich keinen Vorteil auf dem Server hat. Da droppt man im Endeffekt oder bekommt man im Endeffekt genauso viel Geld wie auf dem normalen Server oder minimal mehr, wenn man die Potions aktiv hat, die noch zusätzlich Droprate geben, weil es halt wiederum halbiert wird. Also erst wird es verdoppelt, was du droppst, aber der Wert wird halbiert, was es ja im Endeffekt wieder ausgleicht. Und das heißt, nur mit Potions droppst du dann ein bisschen mehr als jetzt zum Beispiel auf Burudeng. Finde ich persönlich ein bisschen blöd, weil es wird trotzdem eine monumentale Inflation geben. Ich meine, das steht außer Frage. Ich verstehe schon, dass sie probieren wollen, hier das Ganze ein bisschen besser in den Griff zu bekommen, als es letztes Mal war, weil letztes Mal war die Inflation auf dem Server schon wirklich geistesgestört. Aber ob das so viel bringt, ist halt die Frage, oder ob man nicht damit tatsächlich mehr Leute bestraft, die mehr grinden wollen und nicht so viel seltene Items handeln. Also ich habe das Gefühl, dass man mehr Leute bestraft, die mehr grinden wollen, als ja, dass man da wirklich die Inflation so extrem mit in den Griff bekommt. Aber wir werden sehen, kann man jetzt natürlich noch nicht wirklich sagen. Dafür ist es noch ein bisschen zu früh. Dann haben wir ein Level Achievement Event, ein extra Level Achievement Event, extra für den FEC-Server. Und hier haben wir tatsächlich auch ganz neue Belohnungen im doppelten Sinne. Also einerseits, ich meine, seht ihr selber hier so Vitaltrink, Flask Selectbox, Amplification, Smelting Scroll Selectbox und so weiter. Ist auf jeden Fall cool. Und das wird auch alles nicht transferiert. Das ist, finde ich, auch cool, dass das direkt dabei steht. Dann hat sich die Frage erledigt. Also diese Sachen solltet ihr auf dem FEC-Server unbedingt verbrauchen, weil die werden offensichtlich nicht transferiert. Jedenfalls, was hier eben neu ist, sind diese Titel.
Also Titel gab es auch beim letzten Mal, aber die haben, soweit ich weiß, soweit ich mich richtig erinnere, keine Stats gegeben. Und diesmal geben sie nicht nur Stats, sondern vor allem der letzte Titel gibt tatsächlich extrem gute Stats. Und zwar alle Stats plus 15, maximal HP plus 1000, 5% Moving Speed, 1% Crit-Rate und 1% Ausweichrate. Allerdings ist hier auch ein kleiner Twist dabei. Man bekommt ihn nicht einfach nur dafür, dass man Level 60 erreicht, was heißt der Level Achievement Event, sondern, also es gibt noch einen zweiten Titel, FEC Master, für alle Stats plus 10, aber der FEC Emperor, den man auch mit 160 bekommt, den bekommt man erst mit 160, wenn man zusätzlich noch alle 5 Exchanges, Equipment Exchanges durchgeführt hat. Also einmal Waffe, einmal Helm, einmal Suit, einmal Gowns, einmal Boots. Mit dem jeweiligen Charakter. Und das ist natürlich schon ziemlich heftig. Außerdem, was auch ganz wichtig ist, die Stats von den Titeln werden natürlich nicht transferiert auf die anderen Server. Also die Titel kann man mitnehmen, also auf Bodenk zum Beispiel, und kann die dann dort auch ausrüsten. Die werden ja dann über dem Spielernamen angezeigt und so weiter. Aber die Boni, die bleiben auf dem FEC, also die kann man nicht mitnehmen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Also nicht dann, oh nein, jetzt ist das voll unfair, sondern das bleibt auf dem FEC-Server und nur der Titel, also nur der Name von dem Titel, nur den kann man quasi mitnehmen. Genau. Die Stats von den Titeln sind nicht kumulativ, die werden nur aktiviert, wenn man den Titel ausrüstet. Das heißt, man hat dann nicht alles jetzt plus 3, plus 5, plus 10 und das, sondern es ist alles einzeln. Also entweder ist alles plus 3, alles plus 5 oder whatever. Also immer nur das von dem Titel, den du ausgerüstet hast. Und den letzten Titel, genau den bekommt man eben vom Equipment Exchange Event, nicht vom Level Achievement. Das ist auch das Relevante. Also man muss beides machen, aber der Titel selbst kommt dann von dem Equipment Exchange. Ja, Equipment Exchange, was haben wir hier? Das gab es letztes Jahr ja auch. Und es gibt es auch mit einem neuen Twist sozusagen. Und zwar, oder was heißt ein neuer Twist? Ich meine, es ist halt einfach anders, weil die Waffen jetzt ja ganz anders funktionieren im High Level. Und zwar ist es jetzt so, Ultimate Lusaka-Waffen kann man jetzt hier eintauschen. Ultimate heißt plus 10 und transferiert zu Ultimate. Und die muss dann plus 0 sein. Und die tauscht man gegen eine FEC Ultimate Lusakas Waffe ein. Was das bedeutet ist, der maximale Wert der Waffe, zum Beispiel bei Crit Damage ist das hier, der wird mal 1,1 genommen oder 10% für alle, die da Schwierigkeiten haben. Jedenfalls wird das dann auch abgerundet. Also hier in dem Fall wäre 10% quasi 6,8. Das heißt, es wären bei 74, wären es eigentlich 74,8, aber es wird immer abgerundet. Das heißt, selbst 0,9 oder Punkt 9 wird abgerundet zu 0. Also 74,9 ist 74 und deswegen hier auch wird quasi um 6% erhöht, nicht um 6,8 von 68 auf 74. Ist schon ganz schön heftig, muss man sagen, weil 10% jetzt zum Beispiel in dem Fall von Crit Damage, ich meine 6% mehr Crit Damage, bei Blade muss man ja auch rechnen, Blade hat ja 2 Waffen, das heißt, es wären dann 12% maximaler Crit Damage. Das ist tatsächlich, finde ich, ziemlich stark. Ich glaube, das ist auch besser als letztes Jahr oder zumindest mindestens genauso gut. Ja, ist auf jeden Fall schon ziemlich krass, dass man das dann natürlich auch mitnehmen kann. Also das bleibt nicht auf dem FEC-Server, sondern das kann man natürlich mitnehmen. Ja? Steht ja eh dabei, Transfer. Ich meine, klar, dass das transferiert wird. Ich meine, das kostet sehr viel Geld, das zu machen. Und ja, also kann man drüber streiten. Und dann haben wir noch die die plus 10 150 Level Set Equipment. Die werden zu 160er Sets. Hier ist allerdings der Change, finde ich persönlich, relativ schwach, weil das Einzige, was sich anscheinend ändert, ist, dass die alle Stats plus 8 von einem Set plus 10 zu alle Stats plus 13 werden. Das heißt, du hast 5 mehr STR, 5 mehr Int, 5 mehr STA. Finde ich verglichen mit den 10% von dem Waffenboni dann doch ziemlich schwach einfach. Weil alles Stats plus 5 ist ja jetzt schon wirklich gar nichts, muss man sagen. Also das ist extrem wenig. Aber das freut mich auch ein bisschen, weil das Set ist ja natürlich deutlich schwieriger zu bekommen als eine Waffe. Na gut, okay, kann man jetzt drüber streiten. Ich meine, die Waffe an sich ist natürlich schwierig zu bekommen. Wollen wir gar nicht drüber reden. Aber ein ganzes Set plus 10 zu machen, ist grundsätzlich einfach teurer. Und das sind ja die 150er Sets, also auch die zu bekommen, ist trotzdem auch teuer. Und das heißt, da hat man auch einfach mehr Protects, mehr Upgrade-Kosten. Bloß man muss 4 Sachen suchen, nicht nur eine Sache, in Anführungszeichen nur. Also, finde ich, ist schon irgendwo ausgeglichen. Genau. Und wenn man dann aber Equipment Exchange bekommt, noch eine zusätzliche Belohnung, damit es sich noch mehr lohnt. Und zwar eine plus 15 Necklace, Earring, Ring oder nochmal Earring, Ring Box. Und in dieser Box sind die ganz normalen Schmucksachen, Manticore, Pazen, Demol, Plug, Vigor, Arex, der im Interlied drin, plus 15, wie es der Name schon sagt. Natürlich ist alles sehengebunden. Und, wenn ich das jetzt hier richtig verstehe, ist es so, die Box wird tatsächlich transferiert, steht auch hier, nur bei den
einzelnen Schmucksachen fand ich es hier ein bisschen verwirrend, weil hier steht auch Transfer, aber das stimmt so nur halb, weil hier steht auch extra dabei, sie transferieren die Box, aber nicht den Schmuck, außer man trägt ihn während dem Transfer. Also wie ihr bestimmt schon wisst, letztes Jahr war es so, dass das gesamte Equipment transferiert wurde, das man ausgerüstet hat. Und grundsätzliches Equipment, also kein besonderes FEC-Equipment. FEC-Equipment wurde immer transferiert, aber normales Equipment, wie zum Beispiel Schmuck plus 15, der im Inventar liegt, der wird nicht transferiert. Und hier scheint das auch so zu sein. Also diesen Schmuck, wenn ihr ihn transferiert haben wollt und die Box geöffnet habt, müsst ihr ihn ausrüsten. Wenn ihr ihn nicht ausgerüstet habt und der liegt einfach im Inventar, dann wird er gelöscht. Und die Box selber aber, wenn ihr sie nicht öffnet, die wird auf jeden Fall transferiert. Und ja, ist halt so ein kleiner Goodie, aber ich würde sagen, das ist eigentlich wahrscheinlich relativ uninteressant. Also wenn er Ultimate Lusaka-Waffe hat oder ein 150er Set plus 10, hat wahrscheinlich schon Ultimate-Schmuck oder zumindest guten Clockwork-Schmuck, sodass er das wahrscheinlich gar nicht wirklich braucht. Aber whatever, auf jeden Fall ist es hier so, wie gesagt, diese kleine zusätzliche Belohnung noch, die es hier für das Exchangen gibt. Genau. Außerdem hier nochmal der Hinweis, das ist das, was ich gerade schon gesagt habe, also alles, was man hier transferiert, wird quasi accountgebunden, was Equipment oder FEC-Equipment angeht, wenn du den Charakter später transferierst auf den normalen Server. Und dazu wird es aber nochmal ein separates Announcement geben. Finde ich auch ganz cool, dass die jetzt hier nicht einfach alle Informationen reingedrückt haben, sondern dafür wird später nochmal eine extra Ankündigung geben, wie das genau funktioniert. Ist jetzt ja auch viel zu früh. Ich meine, heute ist Tag 1. Heute muss man jetzt ja nicht unbedingt wissen, wie genau der Transfer läuft. Aber hier ist halt schon mal der Heads-up auf jeden Fall, dass wieder alles accountgebunden sein wird. Also zumindest das weiß man schon mal. Und das ist eigentlich die wichtige Info, weil ansonsten muss man fairerweise sagen, kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass es wie letztes Jahr ist. Beziehungsweise war das mit dem Equipment eigentlich das Interessanteste. Und das scheint einfach 1:1 so zu laufen wie letztes Jahr. Man hatte hier auch schon diese Tickboxen mit Transfer, aber eben gebunden und so weiter. Also ja. Und dann PvE-Ranking Competition. Da haben wir noch keine Infos, die werden auch später gepostet, was genau Preise angeht, wie man mitmacht und so weiter. Und beim PvP-Tournament genau das gleiche. Hier weiß man nur, es wird grundsätzlich online stattfinden. Nur das Finale findet dann quasi in tatsächlich Manila in den Philippinen statt. Also auch hier werden die Infos erst wirklich später kommen. Letztes Mal hat es auch recht lange gedauert. Das PvP-Tournament hat sich, glaube ich, damals auch verzögert. Das wurde dann erst im August, glaube ich, überhaupt mal gepostet, wie das ablaufen würde und so. PvE-Ranking war, glaube ich, PvE-Event war 1 Monat vorher, glaube ich, so im Juli irgendwann oder so. Also auf jeden Fall so 1-2 Monate hat man jetzt auf jeden Fall chillig Zeit, sich vorzubereiten, muss man sich jetzt nicht stressen. Und selbst wenn es angekündigt wird, schätze ich auch mal, dass man dann noch mindestens ein paar Wochen oder eine Woche zumindest Zeit haben wird, sich genau darauf vorzubereiten. Aber auf jeden Fall waren das jetzt tatsächlich schon alle Infos. Das war relativ kurz, aber wie gesagt, es werden noch ein paar Ankündigungen kommen. Das Wichtigste, würde ich sagen, wissen wir jetzt auf jeden Fall schon mal. Und wie gesagt, bisher ist fast alles sehr identisch zum letzten Jahr. Das ist diesmal der Vorteil, dass wir die Erfahrungen vom letzten Jahr haben. Und es hat sich scheinbar wirklich eigentlich kaum was geändert, jetzt so was die grundsätzlichen Sachen angeht. Also, ja, keine wirklichen Überraschungen, vor allem keine negativen, sag ich mal. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß auf dem Server und ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Wir sehen uns im nächsten Video oder Livestream. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Und bis dahin macht's gut, haut's rein. Ciao, ciao.